Hallo, ich sitze heute absichtlich hier in der Ecke, in der in meinem Wohnzimmer meine Luftpumpe steht, die 4 Schwammfilter in den 4 Aquarien um mich herum betreibt, ähm, weil es genau um das Thema gehen soll. Und weil man hier, denke ich mal, während ich euch was erzähle, ganz gut einschätzen kann, wie laut das Ganze in meinem Wohnzimmer so vor sich hin blubbert und brummt. Da bin ich nämlich mittlerweile tatsächlich sehr, sehr, sehr glücklich mit der Lösung, die ich gefunden habe für mein Wohnzimmer. Und erzähle euch jetzt mal kurz, was ich sonst schon alles ausprobiert habe und was mich eben nicht besonders glücklich gemacht hat, aus diversen Gründen. Also ich habe eine sehr erkleckliche Sammlung Innenfilter mittlerweile und auch einen etwas kleineren Außenfilter. Die habe ich alle schon in diesen Aquarien laufen gehabt und habe die immer nach demselben Prinzip versucht sicher zu machen für Schnecken und Garnelen, nämlich mit einem doppelt um die Einläufe gelegten Moskitonetz, das mit Kabelbindern befestigt ist. Und in der Form betreibe ich auch noch 3 Innenfilter in meinen 3 anderen Aquarien, die nicht im Wohnzimmer stehen. Aber das ist, egal wie viel Mühe man sich gibt, nie wirklich hundertprozentig Schnecken- und Garnelen sicher. Also gerade wenn es um Babyschnecken und winzig kleine, frisch geborene Garnelen geht. Und auch der oft zitierte Damenstrumpf ist meiner Meinung nach nicht die optimale Absicherung für so einen Innenfilter, weil der wirklich sehr, sehr feinmaschig ist und sich dann eben auch entsprechend schnell zusetzt. Und das ist dann auch wieder zusätzlicher Reinigungsaufwand, den jedes Mal wieder freizukriegen, dass da wieder Wasser durchfließen kann. Ja, also wie gesagt, die Schnecken- und Garnelensicherung, das war das Erste, was mich immer so ein bisschen genervt hat an Innenfiltern. Und dann gibt es natürlich auch noch Modelle wie dieses hier, was wirklich gar nicht geht. Also das ist, selbst wenn man hier unten den Einlauf absichert, was ich auch versucht habe, und da keine Garnelen und Schnecken eben reingehen und direkt von dem Impeller geschreddert werden, können die trotzdem offensichtlich, und da habe ich auch schon Videos drüber gesehen, gegen die Strömung an oben in solche Auslaufschlitze reinkrabbeln. Und dann hast du hier jede Menge Schnecken und Garnelen bei jeder Reinigung auf diesem Schwamm sitzen, in dem Gehäuse. Also es ist vielleicht geeignet für Garnelenzüchter, die sagen, jedes Mal, wenn ich den Filter raushole und reinige, möchte ich auf dem Schwamm 30 Garnelen sitzen haben, die ich dann direkt weiterverkaufe. Aber für den normalen Hausgebrauch einfach viel zu viel Aufwand, diese Tiere immer wieder einzufangen und zurück ins Aquarium zu setzen. So ein Ausflug in den Innenfilter, das kann natürlich auch tödlich enden. Ne? Ist bei mir jetzt nicht besonders oft passiert, weil ich, wie gesagt, die Einlässe gut mit Moskitonetz abgesichert habe. Aber passieren kann immer mal was. Ja, das ist also der erste Punkt, der für mich gegen die Innenfilter auf Dauer spricht. Und der zweite Punkt ist, selbst wenn man sowas hier benutzt, was also praktisch nur ein Schwamm ist, der die Tiere eben schon davor schützt, also in das Innenleben des Innenfilters oder in den Impeller zu geraten, ist das trotzdem so, dass diese Schwämme auch ein gutes Zuhause für Babygarnelen und Babyschnecken sind. Und die kann man gar nicht alle abschütteln, wenn man den Filter zum Reinigen aus dem Aquarium rausholt. Also die sitzen da in diesen kleinen Poren einfach drin. Und dann hat man die letztendlich auch wieder im Spülbecken. Also außen liegende Schwämme sozusagen, normale Schwämme, die sind meiner Meinung nach auch keine Lösung. Es gibt ja auch viele Menschen, die sind große Fans von Außenfiltern und das kann ich auch echt nachvollziehen. Also die Standzeiten, die sprechen natürlich eindeutig für diese Form der Filterung. Wobei es eben auch bei denen so ist, habe ich zumindest festgestellt mit meinem kleinen Außenfilter, den ich eine Zeit lang betrieben habe, dass die Schnecken- und die Garnelensicherung also faktisch nicht machbar ist, egal was man tut. Man findet immer, wenn man das Ding auseinanderbaut und mal reinigen muss, auf jeden Fall einen Haufen Babyschnecken und Babygarnelen im Filterschlamm vor und eben auch dann rein gekrochen in alle Filtermaterialien, die man sonst zum Außenfilter drin hat. Und das ist einfach, also für mich ein unverhältnismäßiger Aufwand,
selbst wenn ich da jetzt nur alle paar Monate mal ran muss, ist doch die Reinigung dann, also mit den vielen kleinen Tierchen, die bis dahin in diesem Filter leben, einfach wahnsinnig kompliziert und aufwendig. Und verglichen damit, wenn ich so ein Schwammfilterchen mal rausholen, einmal kurz durchspülen und direkt wieder rein tun kann ins Aquarium, ohne dass mir da irgendwas drauf kreucht und fleucht. Also das ist eine Sache von, sage ich mal, einer halben Stunde Aufwand verglichen mit ein paar Sekunden Aufwand. Also die hohen Standzeiten allein sind da für mich eben kein Argument, ne, wenn es mir dann letztendlich so viel Arbeit macht, wenn ich mal ran muss. Und bei den Außenfiltern noch viel mehr als bei den Innenfiltern ist natürlich auch der Stromverbrauch ein ganz großer Faktor. Also meiner, den ich jetzt hier eine Zeit lang betrieben hatte, der ist mit 11 Watt gelaufen. Wenn ich das umrechne auf 4 Aquarien, dann bin ich bei 44. Und das eben 24/7, Tag und Nacht, ne? Die schaltet man ja nie aus. Also ich wage mal zu behaupten, alle Glühbirnen, die sich in meinem ganzen Haus befinden, zusammengerechnet, verbrauchen keine 44 Watt mehr, weil man da ja mittlerweile sehr sparsames Zeug reingeschraubt hat überall. Und die sind auch nicht die ganze Zeit am Brennen. Also das ist schon, sage ich mal, für Menschen, denen Strom sparen eine Herzensangelegenheit ist das einfach ein Faktor. Ein weiterer Nachteil, den Außenfilter gegenüber Innenfiltern immer haben, ist, dass bei einem etwaigen Defekt des Gehäuses oder auch der Schläuche das Wasser auch aus dem Aquarium rausgepumpt werden kann, bis zu einem gewissen Wasserstand. Also ich habe hier zum Beispiel bei meinem Außenfilter diese handelsüblichen Einlauf dabei gehabt. Wenn der jetzt hier ins Aquarium eingehängt ist, dann würde bei einem Defekt des Filters quasi bis zu diesem Wasserstand das Aquarium leer gepumpt werden. Und dann hat man das Wasser eben im schlimmsten Fall außerhalb des Aquariums, also auf dem Fußboden. Das ist eben auch nicht gerade erstrebenswert. Da gibt es zwar auch einige Lösungen, die ich schon gesehen habe. Man kann zum Beispiel den Außenfilter dann als zusätzliche Absicherung in eine Plastikwanne reinstellen, die dann eben in der Lage ist, noch eine bestimmte Menge Wasser aufzunehmen, bis die eben auch überläuft. Aber das ist eben ein Risiko, mit dem man immer rechnen muss bei Außenfiltern. Und ja, den Wasserschaden, den möchte wohl keiner auf dem Fußboden haben. Also kommt natürlich darauf an, ne, wie hoch dieser Einlass eingehängt ist im Aquarium. Da gibt es bestimmt auch bessere Lösungen, die sich weiter oben im Aquarium befinden. Dann verliert das Aquarium eben nicht so viel Wasser, wie das hier jetzt bei diesem handelsüblichen Einlauf wäre. Aber dennoch eben ein Risiko, das immer vorhanden ist. Und wenn man das nicht mitbekommt, weil man eben gerade nicht zu Hause ist oder weil das nachts passiert, dann ist die böse Überraschung eben vorhanden in Form eines riesigen Wasserschadens um das Aquarium herum. Und dieses Risiko, das geht man eben nicht ein bei einem Innenfilter oder bei einem luftbetriebenen Schwammfilter, wo sich alles im Aquarium abspielt. Was also tun? Es gibt natürlich Luftpumpen und passende Schwammfilter dazu, schon solange es Aquaristik gibt, denke ich mal. Nein, das stimmt nicht ganz. Früher gab es sowas nicht, gar nicht. Aber egal, ich schweife ab. Die sind ja auch super geeignet für Fischkeller, für Fischgaragen, für Zuchtbetriebe, für Verkaufsräume, aber halt nicht für ein normales Wohnzimmer. Also im Wohnzimmer möchte man ja Ruhe und Frieden und Entspannung. Und wenn dann da so eine Pumpe tierisch laut vor sich hin brummt und dann vielleicht noch ein paar Schwämme tierisch laut mit blubbern, dann ist das eben nicht das, wonach man im Wohnbereich sucht. Oder sogar im Schlafbereich. Ne? Es gibt ja auch Leute, die haben Aquarien im Schlafzimmer stehen. Ja, und das werde ich euch gleich auch nochmal zeigen. Da habe ich hier so einen kleinen Aufbau gemacht mit meiner alten Pumpe, weil ich besitze eine, die eben sehr laut ist, schon seit mindestens 8 Jahren. Und die benutze ich ja auch, ich sag mal, für Notfälle. Ne? Wenn mal aus irgendeinem Grund ein Sprudelstein in ein Aquarium rein muss, dann ist die dafür bestens geeignet. Nur dann muss man halt eben die paar Tage, die das dauert, mit dem Lärm leben.
Und an die habe ich jetzt auch einen normalen Schwammfilter reingehängt. Ich sag mal normal, weil das eben ein ganz simples Modell ist. Ne? Luftzufuhr, Standfuß, Schwamm, fertig. Und der macht eben durch den Aufbau sehr, sehr große Blubberblasen und die machen eben auch entsprechend viel Lärm. Das werde ich euch gleich nochmal zeigen. Also das hier ist meine gute alte Luftpumpe, die ich seit gut 8 Jahren bestimmt besitze, die aber so wie sie jetzt ist, also auch mit der entsprechenden Lautstärke, immer noch so gebaut und angeboten wird. Und jetzt stöpsel ich die mal ein. So, das ist also das Geräusch mit untergelegter Schaummatte. Wenn ich die jetzt wegnehme, hört sich das sogar so an. So, also das ist praktisch der übliche Lautstärkepegel von einer normalen, sage ich mal, Pumpe, bei der nicht auf Lautstärke geachtet wird. Und hier habe ich in meinem Eimerchen einen Schwammfilter ohne eingebauten Sprudelstein. Und ich denke mal, da kann man ganz gut den Unterschied sehen zu meinen Schwammfiltern. Also die Blubberbläschen sind eben groß, platzen mit sehr viel Lärm an der Wasseroberfläche. Das ist eben die übliche Geräuschkulisse, wenn man so ein einfaches System benutzt. Und wenn ihr das jetzt mal 4 nehmt, was ja noch relativ wenig ist, ne, für meine 4 Wohnzimmer-Aquarien hier, dann also wäre das hier schon eher wie ein Ausflug ins Erlebnisbad als ein entspanntes Wohnzimmer. Und ja, das ist eben wie gesagt für den Wohn- oder sogar Schlafbereich oder vielleicht auch fürs Büro, wo man Ruhe haben und sich konzentrieren möchte, einfach nicht geeignet. Also Lautstärke, Schnecken- und Garnelensicherung, schon mal 2 Punkte. Ein weiterer Punkt, warum ich trotzdem auf Luftpumpe mit Schwammfiltern umrüsten wollte, ist der Stromverbrauch. So ein normaler durchschnittlicher Innenfilter, sage ich mal, der für ein 60 Liter Aquarium gut geeignet ist, der verbraucht so etwa 6 Watt. Und mal viel gerechnet sind das dann halt schon 24 Watt, die die ganze Zeit durchgehend eben verbraucht werden in den Aquarien, nur für die Filterung. Und meine Pumpe, die doch recht groß geraten ist, würde ich mal sagen, eine kleinere hätte es vermutlich auch getan für die 4 Aquarien, die verbraucht 7 Watt. Aber es gibt natürlich auch 3 Watt, 4 Watt Pumpen, die nehme ich mal an, auch genug Luft produzieren, dass man damit 4 Schwammfilter in 4 Aquarien betreiben kann. Ich habe zum Beispiel diese große Pumpe, die 7 Watt hat, auf der kleineren Einstellung laufen. Also da kann man per Schalter umstellen, ob man viel oder wenig Luftstrom haben möchte. Und habe zusätzlich bei den 4 Reglern für die 4 Aquarien auch nochmal ordentlich runtergeregelt. Also da wäre bestimmt auch etwas kleiner dimensioniertes gegangen. Aber ich hatte ja selbst nicht so viel Ahnung, deswegen mache ich ja auch das Video für euch. Kannte mich nicht mit allen technischen Details aus, die mit solchen Systemen zu tun haben und habe da auch wenig Hilfreiches drüber gefunden. Und ja, deswegen will ich das jetzt mal in einem Video festhalten. Also das Problem mit der Lautstärke der Luftpumpe, das ist ja letztendlich schnell geregelt. Ne? Man sucht sich halt eine Luftpumpe raus, die leise ist im Betrieb und stellt dann vielleicht noch ein bisschen was unter die Füße, was das Ganze noch ein bisschen dämmt. Zum Beispiel hier auf meiner Marmorfensterbank, da habe ich eben noch so ein altes Stück Schwammfilter, nein, wie heißt das? Filtermatte. Ein altes Stück Filtermatte, das ich nicht mehr brauche, habe ich da einfach drunter gestellt und das hat eben das Geräusch noch mal ein bisschen gedämmt von der Pumpe. Und das ist ja im Prinzip völlig wurscht, welche Pumpe man nimmt. Also da die Frage natürlich wieder kommen wird, denke ich mal, werde ich euch auch in die Videobeschreibung reinschreiben, welches Modell das hier ist, mit einem Link zur Bezugsquelle. Aber wie immer verdiene ich keinerlei Geld damit, dass ich irgendwelche Marken oder Online-Shops promote und habe alles, was ich euch hier im Video zeigen werde, selbst gekauft und selbst bezahlt. Also das ist kein Product Placement und auch keine Werbung.
Ja, da kann man, wie gesagt, jede Pumpe eben kaufen, die entsprechend, sage ich mal, gut bewertet ist oder auch in Aquaristikforen empfohlen wird als leise im Betrieb. Dann hat man das Problem mit dieser laut brummenden Pumpe eben schon mal gelöst. Und das Problem mit den laut blubbernden Schwammfiltern, das löst man ganz einfach. Und für diesen Tipp bin ich wahnsinnig dankbar. Das habe ich auch schon mal in einem anderen Video erzählt. Der kam von dem jungen Mann aus Australien, von Keeping Fish Simple. Da nimmt man einen Schwammfilter mit einem eingebauten Sprudelstein. Und dadurch, dass in diesem Schwammfilter der Sprudelstein sich drin befindet, werden die Blubberbläschen, die dieser Schwammfilter produziert, eben feiner. Und dadurch, dass die feiner sind, machen die weniger Lärm beim Aufplatzen an der Wasseroberfläche und spritzen auch weniger rum. Also falls ihr ein offenes Aquarium habt, ist das, denke ich mal, auch relevant. Da möchte man auch nicht außenrum immer Wasserspritzer auf allem haben. Und wenn ihr das abdeckt, so wie ich eben mit Acrylscheiben oder einem Deckel, dann ist das ja auch schön, wenn das nicht so viel ranspritzt an die Abdeckung. Ja, und mit diesem doch recht einfach aufzubauenden System bin ich jetzt mittlerweile sehr zufrieden. Es ist zu meiner großen Freude 100%ig Schnecken- und Garnelen sicher, weil ich auch so runde Filter gewählt habe, die gar keine Rillen haben und keine groben Poren, sodass sich wirklich auch die allerwinzigsten Babys da nicht dran festkrallen können, wenn ich den Schwamm aus dem Aquarium rausnehme. Sie sind von der Wartung und Reinigung her, also das wirklich das Allersimpelste, würde ich mal behaupten, im Filterbereich, was man haben kann, weil die ganze Technik mit der Pumpe und den Zuläufen und den Schläuchen und den Impellern, alles, was immer wieder zerlegt und gereinigt werden muss, damit Innenfilter weiter gut laufen, das fällt eben alles weg bei Schwammfiltern. Es ist einfach nur ein Luftschlauch, ein Schwamm, ein eingebauter Sprudelstein und ein Standfuß. Das war's, fertig. Super easy zusammenzuklicken und zu betreiben und super easy auseinanderzunehmen, kurz zu reinigen und eben wieder reinzupacken ins Aquarium. Völlig problemlos. Selbst wenn der eingebaute Sprudelstein sich irgendwann mal so zusetzen sollte nach Jahren, dass da nichts mehr durchgeht, dann kann man den ja auch einfach durch einen neuen ersetzen. Das ist ja auch gar kein Problem. Ja, und was da, wie das eben mit dem Aufbau hier alles im Einzelnen funktioniert, das zeige ich euch jetzt nochmal. Das sind die 4 Aquarien, die mit dieser einen einzigen Pumpe betrieben werden. Und ich filme jetzt mal eben die Pumpe und halte dabei mal die Klappe, damit ihr hören könnt, wie viel oder wie wenig Geräuschentwicklung das ist. So, diese Pumpe hat einen Ausgang. Es gibt auch welche mit mehreren Ausgängen, aber meine hat einen. Von diesem Ausgang geht es dann hier hinter meinem ersten Aquarium entlang weiter. Und da habe ich auch gleich das Rückschlagventil eingebaut. Das ist ganz wichtig, um sicherzustellen, dass bei technischen Defekten kein Wasser zurück in die Pumpe laufen kann. Und ich hoffe, man kann das gut sehen. So rum ist das richtig. Ich musste da nämlich eine Weile suchen, bis ich endlich eine Skizze gefunden habe, weil ich nicht ganz sicher war. Also quasi das dickere Ende Richtung Pumpe und das dünnere Ende Richtung Aquarien. Von da geht es dann weiter zu diesem kleinen Verteiler hier. Da kann man für jedes einzelne Aquarium die Luftmenge, die man haben möchte, eben entsprechend einstellen. Und von diese 4 grünen Schläuchen führen dann jeweils zu den 4 Schwammfiltern. Also so sieht mein großes 126 Liter Gesellschaftsbecken von hinten aus. Hier kann man den Schwammfilter sehr gut erkennen, weil der hier nicht ganz so doll im Gebüsch versteckt ist wie in meinen anderen 3 Aquarien. Und das ist eben, wie gesagt, dieser runde, sehr feinporige Schwamm ohne irgendwelche Rillen oder sonstiges Gedönse, in dem sich Garnelen und Schnecken verfangen oder, naja, ich sag mal, festkrallen könnten. Dann eben der eingebaute Sprudelstein und da blubbert das dann schön mit feinen, nicht besonders lauten Bläschen nach oben.
Und genau deswegen halte ich jetzt auch noch mal kurz die Klappe, damit ihr hören könnt, wie leise das Ganze tatsächlich vonstatten geht. Ja, und hier, genau, filme ich auch noch mal von oben rein, damit ihr sehen könnt, wie viel ungefähr gegen die Acrylabdeckung sprudelt. Also das ist auf jeden Fall nicht schlimm. Gut, hier habe ich jetzt ein Moospolster über den Schwammfilter gelegt. Hier habe ich den Schwammfilter in einem dichten Kryptokorynenwald versteckt. Und im dritten Aquarium sitzt er im flutenden Pfeilkraut. Ja, und das ist es im Prinzip auch schon. Ne? Mehr ist es nicht. Es ist ein sehr einfacher Aufbau, sehr schnell erledigt und sehr, sehr pflegearm. Mit der Filterleistung dieser Schwammfilter bin ich sehr zufrieden. Also ihr wisst ja, wenn ihr schon mal ein anderes Video von mir geguckt habt, dass ich sowieso auf Geringfilterung setze, weil ich nicht möchte, dass die Filter den Pflanzen zu viele Nährstoffe wegnehmen. Und dennoch soll das natürlich sauberes, klares Wasser sein in meinen Aquarien und vor allem eben frei von Nitrit oder Ammoniak oder irgendwelchen anderen Substanzen, die meinen Tieren schaden könnten. Und von daher muss der Schwammfilter also schon was leisten. Und das funktioniert auch wunderbar. Also ich mache hier regelmäßig Tests auf Nitrit, gerade weil meine Becken eben auch sehr stark besetzt sind. Und da ist nie was nachweisbar, aber Nitrat ist immer im unteren, sage ich mal, schwach-rosa Bereich vorhanden, was mich auch sehr zufriedenstellt, weil das ist ja auch ein Nährstoff, den die Pflanzen eben für sich zur Verfügung haben sollen. Ja, also da bin ich, wie gesagt, absolut zufrieden. Da braucht es für meine Begriffe in einem 60 oder 70 Liter Aquarium oder auch 54 Liter nicht mehr als so einen luftbetriebenen Schwammfilter, um für alles zu sorgen, was der Filter eben so zu tun hat. Und ja, also dass da das Aquarium zusätzlich eben noch ein bisschen bewegt und belüftet wird durch den eingebauten Sprudelstein, das halte ich auch eher für einen Vorteil. Und da ich hier keine CO2-Anlagen benutze, muss ich mir ja auch keinen Kopf machen, um das Austreiben, das vermeintliche von CO2 durch Sprudelsteine aus Aquarien. Also das ist für mich irrelevant. Ja, und das Einzige, was ich zusätzlich mache, ist, dass ich hier in meinem großen 126 Liter Becken zusätzlich zu dem luftbetriebenen Schwammfilter auch noch einen kleinen Innenfilter laufen habe, in dem sich Filterwatte befindet, weil ich hier, auch wenn die sich selten blicken lassen, sehr viele Panzerwälse drin habe. Also nach aktuellen Zählungen sind das 5 ausgewachsene Mama-Panzerwälse, 2 Babys von diesen 5 und noch 2 Panda-Panzerwälse, die von einem sehr alten Schwarm, den ich früher mal hatte, noch übrig geblieben sind und anscheinend auch vorhaben, 100 Jahre alt zu werden wie eine Schildkröte. Und die sind den ganzen Tag damit beschäftigt, den Bodengrund aufzuwühlen, den Sand zu durchwühlen, im Mulm rumzugraben. Und dadurch sind doch anders als in meinen anderen Aquarien, die eigentlich immer klares Wasser haben, deutlich mit dem Auge zu erkennende Schwebestoffe im Aquarium unterwegs. Und die Schwebestoffe, die hole ich auf eine ganz einfache Art mit der guten alten Filterwatte da aus dem Freiwasser raus, sodass eben der Blick in das Aquarium auch immer schön klar und ungetrübt ist. Und ja, also das kann ein luftbetriebener Schwammfilter alleine nicht zu meiner Zufriedenheit, sage ich mal, leisten. Also da musste dann noch ein bisschen zusätzlich die Filterwatte ran. Aber das ist, wie gesagt, die einzige Ausnahme sozusagen hier. Und alle anderen Aquarien, da ist dieser eine Schwammfilter absolut ausreichend für alles, was von einer modernen Filterung eines Aquariums erwartet wird. So, hier liegt ein Teil meiner Filtersammlung rum. So, als erstes wollte ich euch mal zeigen, dass das natürlich auch in viel kleinerem Maßstab funktioniert. Das hier ist eine Piezo-Pumpe. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist ein ganz kleines Pümpchen, das mit 1 Watt läuft. Und da habe ich mich auch eine Zeit lang gefragt, funktioniert das wohl, damit einen Schwammfilter zu betreiben und nicht nur einen kleinen Sprudelstein. Und
das hat tatsächlich geklappt. Die hatte ich damals zusammen mit diesem Schwammfilter hier im Einsatz und die Leistung von dieser kleinen Pumpe hat also tatsächlich ausgereicht, um in einem kleinen Aquarium diesen Schwammfilter hier zu betreiben. Der eben leider, so wie ganz viele Babygarnelen-sichere Schwammfilter, den Nachteil hat, dass er keine lange Standzeit hat. Also selbst die 14 Tage, die ich normalerweise warte, bis ich mal nachschaue, ob die Filter gereinigt werden müssen, packt so ein Schwamm nicht. Den muss man praktisch jede Woche rausnehmen, einmal kurz durchkneten und dann ist da auch wieder Durchfluss gegeben. Das ist übrigens auch dasselbe Problem wie bei dem beliebten, für kleine Aquarien beliebten Pet Mini Filter. Auch da hält der Schwamm nicht besonders lange durch. So, dann wollte ich noch mal was dazu sagen, wie man Innenfilter versuchen kann mit Moskitonetzen und Kabelbindern Schnecken und Garnelen sicher zu machen. Bei diesem Filter hier funktioniert das zum Beispiel sehr, sehr gut. Der bietet sich dafür geradezu an. Ja, und das Moskitonetz, das sollte natürlich ein reines Polyester- oder Nylonnetz sein, also nur aus Kunststoff bestehen und nicht eines dieser zusätzlich gegen Insekten imprägnierten Moskitonetze sein. Sowas gehört natürlich nicht ins Aquarium rein. Aber das ist ja auch hauptsächlich, glaube ich, auf dem Markt zu haben in Malaria-geplagten Ländern. Wenn man in Deutschland die durchschnittlichen, sage ich mal, Moskitonetze hat, die man vielleicht mal fürs Fenster oder für die Terrassentür benutzt hat, um die Insekten sicher zu machen, dann sind das auch die reinen Kunststoffnetze, die also komplett ungefährlich sind. Und das habe ich natürlich auch sowohl die Kabelbinder als auch die Moskitonetze. Die Kabelbinder benutze ich ja auch, um meine Anubias und Bucephalanthren zum Beispiel auf Steine aufzubinden. Das habe ich natürlich, wie bei allem, was bei mir ins Aquarium reinkommt, in deutschen und englischsprachigen Aquaristikforen erstmal nachgelesen. Und nachdem da alle Bastelanleitungen geschrieben haben und gesagt haben, dass sie das problemlos benutzen, habe ich das dann auch gemacht. Und also das gibt offensichtlich nichts Schädliches ans Wasser ab. Man kann zum Beispiel auch, fand ich auch eine sehr interessante Bastelanleitung, Jungfische von älteren Fischen trennen, indem man einen Rahmen bastelt, das mit Moskitonetz bespannt, also wie gesagt unbehandeltem Moskitonetz, nicht mit Insektiziden imprägnierten, sondern eben nur aus Kunststoffen bestehenden Netzen. Und dann kann man wunderbar Alttiere von Jungtieren trennen mit so einer einfachen Bastelmethode. Fand ich auch sehr faszinierend. Ja, und letztendlich ist das ja auch vom Material her nichts anderes als das, woraus der berühmte und viel zitierte Nylonstrumpf besteht, von dem ich, wie gesagt, kein großer Fan bin, weil man einfach bei der Innenfiltersicherung einen Kompromiss eingehen muss zwischen Durchfluss und Sicherheit der Tiere. Und wenn das alles zu feinmaschig wird, dann ist der Durchfluss nicht mehr gegeben und man muss da also ständig ran und das sauber machen. Und das muss ja nun nicht sein, es soll ja pflegeleicht sein. So, dann wollte ich noch mal ganz kurz was zu den Impellern sagen, weil ich da immer davon rede, dass mich das bei Innenfiltern etwas stört, dass man die immer reinigen muss. Es gibt natürlich welche, wie diesen hier zum Beispiel. Da ist das tatsächlich mit 2 Handgriffen gemacht. Einmal aufmachen, zack, Impeller rausholen und falls der verschmutzt ist, sauber machen, wieder rein da, wieder zuklicken. Also das ist wirklich der Idealfall der Pflegeleichtigkeit. Was zum Beispiel gar nicht geht und ich jetzt auch schon hier mit Werkzeug auseinandergenommen habe, ist dieser hier. Also das ist wirklich ein Unding, wie der zusammengebaut ist. Das sieht man, glaube ich, auch schon an diesem Bauteil, wie oft ich da schon mit meinem Werkzeug ran musste, um den überhaupt aufzukriegen. Und was das dem Teil im Laufe der Zeit angetan hat. Also der sitzt hier ganz versteckt drin. Dann ist dieses Bauteil hier oben drauf, das rastet hier so ein. Und dann, naja, man sieht es schon,
Also ich habe es extra auseinandergebaut, bevor ich das Video gedreht habe, weil das einfach super umständlich ist und ewig lang dauert. Man sieht das jetzt schon hier, wo ich versuche, das wieder einzurasten, dass das einfach ganz, ganz unnötig komplizierte Konstruktion ist. So, und wenn er wieder drin ist, dann muss man ihn einmal drehen. Das geht, wie gesagt, sowohl das Aufmachen als auch das Zudrehen nur mit Werkzeug. So, und dann wird er noch hier rein versenkt. Und wenn er hier drin sitzt, dann sitzt er auch so fest, dass man das ebenfalls nicht mal eben wieder abmachen kann, um an den Impeller ranzukommen, sondern mit Werkzeug an die Sache ran muss. Also für mich persönlich in der Pflege und Wartung von so einem Innenfilter ein absolutes No-Go, wenn ich den mal eben kurz aus dem Aquarium rausholen und sauber machen will. Der springt dann nicht mehr an, das heißt, ich muss an den Impeller ran und dann muss ich erstmal in den Keller rennen, mein Werkzeug holen. Also das verstehe ich nicht unter Pflegeleichtigkeit. Während das zum Beispiel hier bei dem Filter, der leider eine zu große Garnelenfalle ist, auch total easy geht. Ja, rausnehmen, Kappe ab, Impeller da. Das ist also kein Problem. So, und diese ganze Geschichte mit dem Auseinandernehmen von Einzelteilen, regelmäßig reinigen und so weiter, das fällt eben alles weg bei bei luftbetriebenen Schwammfiltern. Die sind einfach super easy aufgebaut. Und durch diesen einfachen Aufbau, mit der Luftzufuhr, dann dieses Steigrohr, oben sprudelt die Luft wieder raus. Also selbst wenn da mal eine Reinigung nötig ist, das ist wesentlich weniger Aufwand als einen technisch doch etwas komplizierteren Innenfilter auseinander und wieder zusammenzubauen. Zur Absicherung von Außenfiltern gegen Schnecken und Garnelen, da gibt es also nicht nur Selbstbastellösungen, sondern da kann man auch sowas kaufen, das nennt sich Filtergrid. Das sind Edelstahlnetze, die eben auch sehr feinmaschig sind, aber trotzdem noch genug Wasserdurchfluss zulassen, und die setzt man dann einfach hier oben drauf, wenn man sowas Ähnliches wie das hier hat, was eben der Einlass von einem Außenfilter ist. Da habe ich selbst noch nicht ausprobiert, aber könnte mir vorstellen, dass das ganz gut funktioniert. Vielleicht hat ja jemand diese Dinger zu Hause und kann da was dazu sagen. Also damit wäre dann der Einlass sozusagen des Außenfilters gesichert. Aber was eben nicht gesichert ist, ist der Teil, wo das Wasser rausläuft. Also das kann man ja entweder so machen, ne? Dann läuft das hier so direkt als ein Strahl raus, das gereinigte Wasser, oder man hat hier so eine Düse dran, die das eben ein bisschen breiter im Aquarium verteilt. Und das habe ich also mit meinem Außenfilter, als ich ihn noch betrieben habe, beides ausprobiert. Und bei beiden Varianten war das so, dass die kleinen Schnecken und die kleinen Garnelen es trotzdem schaffen, hier entweder durch die Löcher oder durch dieses ja noch größere Loch, also gegen die Strömung reinzukrabbeln und dann früher oder später den Weg, den Schlauch runter bis in den Außenfilter gefunden haben. Also was ich echt unglaublich finde, aber die schaffen das. Womit man dann wieder ja, das Problem hat, dass alles Mögliche bei der Filterreinigung kreucht und fleucht, wo man es nicht haben möchte.